Heute im Video sprechen wir darüber, welcher Typ Mensch vielleicht besser nicht nach Polen auswandern sollte. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Anhand den YouTube-Statistiken kann ich sehen, dass ein Großteil meiner Zuschauer noch keine Abonnenten von diesem Kanal sind. Deswegen stelle ich mich einmal ganz kurz vor, um vielleicht auch die Leute dazu anzuregen, ein Abo auf dem Kanal zu lassen. Mein Name ist Christoph und ich bin vor knapp 4 Jahren aus Deutschland nach Polen ausgewandert. Mein Ziel mit dem Kanal ist es, den Menschen das wunderschöne Land Polen näher zu bringen. Und das mache ich auf verschiedene Art und Weise, indem ich Urlaubsberichte zeige. Mal zeige ich Unterschiede zwischen Deutschland und Polen oder so wie jetzt mache ich einfach mal ein Video, wo ich auch mal darüber sprechen kann, wem zum Beispiel eine Auswanderung vielleicht nicht ganz so passen könnte. Falls dir diese Themen gefallen sollten, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Bevor wir aber jetzt zum Hauptthema kommen, möchte ich hier gerne noch ein paar Worte sagen. Ich persönlich finde Polen als ein sehr schönes, tolles Auswanderungsland. Ich finde, hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Polen ist ein verdammt modernes Land und wenn wir jetzt nur über die zum Beispiel Digitalisierung sprechen, ist Polen gegenüber anderen Ländern ganz weit voraus. Trotzdem gibt es einige Sachen, die ich im Internet lese, die vielleicht, zumindest meiner Meinung nach, nicht immer der Wahrheit entsprechen. Ich bin auch nicht der Typ, der mit der weiß-roten Brille durch die Gegend läuft und rumschreit, dass in Polen alles toll und alles super ist, denn hier gibt es auch negative Sachen und ich möchte es zeigen, wie es hier wirklich ist und denjenigen auch ein klares Bild darstellt. Trotzdem sollte jede Auswanderung immer individuell betrachtet werden und man muss immer alles gut durchdenken. Kommen wir aber jetzt auch schon zum ersten Punkt. Den ersten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist das Arbeiten in Polen. Wer mit dem Gedanken spielt, wirklich auf einen ganz normalen Arbeitsvertrag nach Polen auszuwandern, um dann hier zu arbeiten, der sollte es sich vielleicht alles nochmal gründlich überlegen. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass man in Polen weniger verdient. Und um das vielleicht jetzt auch nochmal so ganz grob in Zahlen darzustellen, kann man aber sagen, dass man ganz grob jetzt in Deutschland ungefähr das Doppelte verdient wie in Polen. Zumindest in den meisten Branchen. Das ist aber noch nicht alles. Auch die Arbeitsbedingungen in Polen sind niedriger wie in Deutschland. Zum Beispiel hat man eine wöchentliche Arbeitszeit hier in Polen von 40 Stunden, während das in Deutschland, ich meine, 37 Stunden ist. Auch wenn man mal krank ausfallen sollte, kriegt man in Polen nur 80% bezahlt. Auch die Urlaubstage sind hier wesentlich weniger. Gesetzlich stehen einem 20 Tage zu und wenn man eine Berufserfahrung von über 10 Jahren hat, hat man 26 Urlaubstage, während in Deutschland laut Gesetz mindestens 25 Urlaubstage einem zustehen. Auch kann ich hier sagen, und das ist auch nur meine persönliche Meinung, dass hier in Polen wesentlich härter und strenger gearbeitet wird wie in Deutschland. Auch hat man hier keine Gewerkschaften oder nur ganz große Firmen haben Gewerkschaften, die vor unschönen Sachen schützen können. Einen kleinen Vorteil gibt es hier trotzdem, den es in Deutschland nicht gibt. Wenn in Polen ein Feiertag auf einen Samstag fällt, kriegt man den danach wieder gut geschrieben. Und um das vielleicht auch nochmal ganz klar zu sagen, selbst wenn man in Polen mit einer Fremdsprache arbeitet, wirst du in Polen dann schon besser bezahlt, wie vielleicht andere, die ohne Fremdsprache arbeiten, aber du wirst trotzdem nicht besser bezahlt wie in Deutschland. Das habe ich auch schon in dem ein oder anderen Video erzählt. Die ausländischen Firmen, die hier in Polen sind, die sind nicht hier in Polen, weil es hier guten Bigos gibt oder tolle Pierogi, die sind eben hier in Polen, weil hier die Arbeitsbedingungen günstiger und im Gegensatz zu deren Ländern auch vielleicht ein bisschen niedriger sind. Der
zweite Punkt richtet sich an die Menschen, die nicht anpassungsfähig sind. Und hier möchte ich vorweg trotzdem sagen, dass Polen ein sehr, sehr, sehr gastfreundliches Land ist und auch eigentlich für Gäste immer offen ist. Trotzdem sind hier Sachen, woran man sich auf jeden Fall gewöhnen muss. Zumindest hatte ich das auch. Und man muss sich auch an gewisse Sachen anpassen. Grundsätzlich gibt es hier so 2, 3 kleine Dinge, die mir aufgefallen sind. Das ist natürlich der Straßenverkehr. Der ist hier, ich nenne das jetzt mal ein bisschen wilder. Im Allgemeinen würde ich auch sagen, dass in Polen das Leben ein bisschen hektischer ist, zumindest hektischer, wie ich es vorher kannte. Und auch zum Beispiel sowas wie das Arbeiten hier, das ist natürlich eine Sache, wo man sich dann anpassen muss, das vielleicht auch hinnehmen muss und einfach auch so akzeptieren sollte. Um das Ganze vielleicht ein bisschen abzurunden, sage ich es etwas, was ich schon in einigen Videos schon vorher erwähnt habe. Wenn man nach Polen auswandert, musst du dich an Polen anpassen und nicht Polen an dich. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Kommen wir zum Punkt Nummer 3 und sprechen über die Krankenversicherung. Ich glaube, das Thema Krankenversicherung ist mit eins der Themen, die am häufigsten diskutiert werden, wenn es um eine Auswanderung nach Polen geht. Ich möchte hier einfach mal ein paar Grundinformationen preisgeben, wie das hier in Polen ist mit der Krankenversicherung und auch mal vielleicht 1, 2 kleine Beispiele zu diesem Thema nennen. Also hier ist erstmal ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen einer Krankenversicherung in Deutschland und einer Krankenversicherung in Polen. In Polen hat man wirklich nur die Möglichkeit, über eine einzige Krankenversicherung versichert zu sein, und das ist die staatliche NFZ. Während man ja in Deutschland im Prinzip ja eine Auswahl an Krankenkassen hat, die man sich dann aussuchen kann. Ne? Also man kann sagen, ich gehe zu IKK, ich gehe zu AOK oder zu BARMA oder ich weiß nicht, wie die ganzen heißen. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied, und da finde ich, dass es in Deutschland schon besser geregelt ist, weil man da einfach mehr Möglichkeiten hat. Zum Zweiten ist das auch so, dass man in Deutschland mehr gratis, ich nenne das jetzt mal, gratis Medikamente verschrieben kriegt, die von der staatlichen oder gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden. Hier in Polen ist auch noch der Nachteil, dass man für sehr viele Medikamente bezahlen muss. Es ist auch neu hier in Polen und erstmal seit Anfang des Jahres, dass zum Beispiel Kinder und Senioren ihre Medikamente gratis kriegen. Aber das sind auch nicht sehr viele Medikamente. Klar, es ist schon mehr, wie es früher war, aber es sind trotzdem nicht so viele Medikamente, wie die Kinder es zum Beispiel in Deutschland kriegen könnten. Das sind einfach so grundlegende Unterschiede. Ich kannte hier jemanden, der hier seinen Weisheitszahn ziehen lässt, und diese Behandlung wurde teilweise von der staatlichen bzw. gesetzlichen Krankenkasse übernommen und teilweise privat. Und selbst die Behandlung, um schneller dran zu kommen, hat die Person privat bezahlt, einfach aus diesem Grund. Sie hatte einen Weisheitszahn, der gezogen werden muss, und man hat ihr gesagt, ja, dass da jetzt eine Wartezeit von über einem Monat ist, aber wenn sie privat geht und das Cash bezahlt, dann hätte sie schon nächste Woche einen Termin, was sie dann auch gemacht hat. Das heißt, sie musste ehrlich bezahlen, damit man ihr den Weisheitszahn früher zieht, ja, weil jemand mit Schmerzen natürlich nicht einen Monat rumlaufen möchte, was ja auch verständlich ist. Danach mussten noch die Betäubung bezahlt werden. Hier in Polen sind die Betäubungen in der Regel auch nicht immer gratis. Manchmal kriegt man eine Betäubung gratis, aber den Rest muss man bezahlen. Und danach auch noch die Antibiotika nach der Behandlung, die man dann wahrscheinlich nehmen muss. Die musste man dann auch noch bezahlen. Und wenn man danach noch zur Nachuntersuchung gehen möchte, um zum Beispiel die Fäden zu ziehen, muss man für diese Behandlung natürlich auch noch bezahlen. Also das sind hier so diese ganz kleinen Nachteile. Deswegen ist mir schwierig vorzustellen, dass, wenn mir jemand sagen möchte, dass das Gesundheitssystem in Deutschland schlechter ist wie in Polen, ist mir das wirklich, ehrlich gesagt, sehr schwer vorzustellen. Natürlich hat man hier in Polen auch die Möglichkeit, sich Privatkranken zu versichern. Und da gibt es dann auch verschiedene Privatversicherungen, also von kleinen Paketen, die fangen wirklich schon mit ungefähr 100 zł an, was umgerechnet circa 28 Euro ist, 27 Euro. Aber das geht wirklich hoch, wenn man jetzt eine sehr, sehr gute private Krankenversicherung haben will, dann gehen die Pakete wirklich bis 500, 600, 700 zł hoch. Und man muss auch ganz klar sagen, dass sich das hier in Polen auch nicht jeder leisten kann. Wenn wir uns jetzt nur mal so den Netto-Mindestlohn anschauen, ich bin mir da jetzt nicht zu 100%
100% sicher, aber ungefähr bei 3.500 Zloty liegt und dann jemand schon 500, 600, 700 Zloty, also sage ich jetzt mal ganz grob, sprich 20% von seinem Nettolohn abgeben muss, um sich privat kranken zu versichern, dann finde ich, ist das schon sehr viel Geld. Auch ist das hier schon weniger geworden, aber es kommt immer noch vor, dass man natürlich, wenn man sich jetzt keine Krankenversicherung leisten kann, aber zum Beispiel ganz dringend eine Operation braucht, wo die Wartezeiten sehr lange ist, gibt es hier in der Tat wirklich noch Ärzte, die auch Schmiergeld annehmen. Und ich kenne selber Fälle, wo zum Beispiel jemand 6 Monate auf einen Termin warten musste und aufgrund des Schmiergeldes dann anstatt 6 Monate nur 3 Wochen warten musste. Das sind hier Sachen, die hier, kann man sagen, leider passieren, aber es ist so. Und das sind auch so ein bisschen so die bösen Seiten des Gesundheitssystems hier in Polen. Ich kann hier auf gar keinen Fall sagen, dass die Leistung der Ärzte, also ihr Wissen, wie die arbeiten, schlecht ist. Das ist auf gar keinen Fall schlechter, das würde ich auf jeden Fall nicht so sagen. Aber wenn es hier um die Leistung selber geht, um das Gesundheitssystem, da muss man schon sagen, ist das in Deutschland wesentlich besser. Und jemand, der zum Beispiel jetzt gesundheitlich eingeschränkt ist und auf Ärzte angewiesen ist und nach Polen auswandern möchte, der muss entweder genug Geld haben, um sich eine private Krankenversicherung leisten zu können oder jedes Mal privat zum Arzt gehen zu können. Oder er sollte es sich wirklich 2-, 3-mal überlegen, ob er hier dann sich krankenversichern lassen möchte. Der 4. Punkt ist ein Punkt, was mit großer Wahrscheinlichkeit die wenigsten Leute oder ich würde jetzt sogar schon fast sagen, fast gar keine Leute anspricht. Aber ich denke, das ist auch ein Thema, was man vielleicht mal zumindest erwähnen sollte. Und das sind die Sozialschmarotzer. Also wer mit dem Gedanken spielt, nach Polen auszuwandern, um vom Staat zu leben, der wird hier ganz schlechte Karten haben. Das hat mehrere Gründe. Ich kann hier mal den einen oder anderen Grund nennen. Also zuerst sind hier die Sozialleistungen so niedrig, dass man davon überhaupt gar nicht leben kann. Also man kriegt da, ich habe das jetzt nicht so hundertprozentig im Kopf, aber das sind vielleicht um die 1.000 Zloty, die man kriegt, vielleicht ein paar Zloty mehr. Davon kannst du dir nicht mal eine Wohnung leisten, geschweige denn die Nebenkosten bezahlen. Also das ist dann schon fast unmöglich, davon zu leben. Was ich vielleicht ein bisschen schade finde, ist, wenn man in die Arbeitslosigkeit fällt, sieht das dann ähnlich aus. Also man kriegt wirklich nicht genug, um zu überleben. Also man kriegt wirklich, ich nenne das immer so gerne, ein bisschen Taschengeld, um sich vielleicht mal ein bisschen Essen zu kaufen. Man würde hier aber nicht so viel kriegen, um sich jetzt zum Beispiel eine Wohnung zu finanzieren. Den 5. Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist auch meiner Meinung nach mit einer der wichtigsten Punkte und den könnte man vielleicht auch ein wenig mit dem 2. Punkt verbinden, den ich schon heute im Video erwähnt habe. Aber du solltest es dir wirklich 3-mal überlegen, ob du nach Polen auswandern möchtest, wenn du die Tradition und Kultur der Polen nicht akzeptierst oder respektierst. Polen ist ein Land, was sehr von Tradition und Kultur geprägt ist. Man sieht das an den Feiertagen, man sieht das auch auf der Straße. Die Leute, die gehen hier zum Beispiel sehr gerne in die Kirche, die glauben daran, die brauchen das auch, die leben schon ihr ganzes Leben damit. Und es ist nicht so, dass du gezwungen bist, das auch auszuleben. Aber wenn jemand einen Glauben hat oder seine Kultur und Tradition auslebt, worauf die Polen, muss man auch sagen, sehr stolz sind, dann sollst du das auch zumindest so akzeptieren, dass die so leben und denen nicht irgendwie einen Keil zwischen die Beine schmeißen. Ich kann zum Beispiel ein bisschen was aus dem privaten Bereich erzählen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin jetzt nicht der allergrößte Kirchengänger, der jeden Sonntag in die Kirche geht. Ich mache aber im Großen und Ganzen die ganzen Traditionen hier mit. Ich lebe hier die Kultur auch aus Liebe zur Familie. Andersrum ist das aber genauso, wenn ich meine Traditionen und Bräuche hier aus Deutschland mitgebracht habe nach Polen. Hier bei mir zu Hause in meinen 4 Wänden leben wir auch das ein oder andere aus. Das haben wir einfach so abgesprochen und meine Frau ist damit einverstanden. Ich bin mit deren Sachen einverstanden und das ist dann auch meiner Meinung nach ein gutes Miteinander.
Ich würde aber niemals auf den Gedanken kommen, meine Bräuche und Kultur, die ich aus Deutschland kenne und in Deutschland gelernt habe, hier rüber zu holen und das den Leuten hier auf die Nase zu binden. Das ist, glaube ich, ein Fehler, sollte man nicht machen. Man muss darüber im Klaren sein, wenn du hier nach Polen kommst, die haben hier ihre Tradition und Kultur, die sind sehr stolz darauf, die möchten die auch ausleben und das musst du gefälligst auch akzeptieren. Der 6. Punkt und somit auch letzte Punkt ist eigentlich der Punkt, der an allererster Stelle stehen sollte. Und das ist Angst. Und das zählt jetzt nicht nur für eine Auswanderung nach Polen, das zählt zu einer grundsätzlichen Auswanderung. Egal, ob du nach Polen auswandern möchtest oder nach Ungarn oder in die USA oder sonst irgendwo. Klar gibt es Länder, wo es leichter und schwieriger ist, aber hab einfach keine Angst. Wenn du schon mit dem Gedanken gespielt hast, das Land zu verlassen, dein Heimatland zu verlassen, aus welchen Gründen auch immer, dann mach es doch einfach. Was steht dir im Wege? Weil wenn du dir immer selber einredest, ja, aber was ist, wenn hier was passiert, aber was ist, wenn da was passiert, wie wird das alles, dann hast du schon verloren. Dann fang doch erst gar nicht an, Zeit mit einer Auswanderung zu verschwenden, wenn du dir selber ganze Zeit Steine in den Weg legst. Wenn du auswandern möchtest und egal wohin, dann mach es einfach. Vielleicht möchtest du ja auswandern, weil du einfach nicht mehr glücklich in dem Land bist, wo du derzeit lebst. Vielleicht möchtest du aber auch nach Polen auswandern, um zum Beispiel die schöne und tolle Kultur und Tradition kennenzulernen. Dann mach es doch einfach. Du musst ja auch nicht für immer auswandern. Vielleicht nimm dir mal eine Zeit von 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 6 Monate. Suche dir Kontakte, die dir vielleicht dabei helfen können. Suche dir Kontakte, mit denen du vielleicht in Verbindung bist, die dir vielleicht auch in dem Land selber Kontakte suchen. Fang aber an und mach es und schmeiß dir um Gottes Willen bloß nicht selber Steine in den Weg. Ihr kennt mit Sicherheit alle das Sprichwort, man lebt nur einmal. Und wenn du diesen Schritt nicht gegangen bist, dann wirst du niemals wissen, ob es gut oder schlecht gewesen ist. Deswegen meine Empfehlung an alle, wenn ihr euch irgendetwas in den Kopf gesetzt habt, und das ist egal, Auswanderung oder sonst irgendetwas, macht es einfach. Schmeißt euch nicht selber die Steine in den Weg. Das ist meiner Meinung nach das Beste, was ihr machen könnt. Hier noch ein ganz kleines Schlusswort. Ich denke, das ist auch ein Thema, was ich im ganzen Video nicht erwähnt habe. Vielleicht auch, weil ich persönlich das jetzt nicht als ganz so wichtig vielleicht empfinde, wie vielleicht andere auch. Aber das ist zum Beispiel die Sprachbarriere. Ich lese sehr oft, dass Leute sich Gedanken machen, wie es in Polen mit der Sprache ist. Kommen die überhaupt zurecht? Wie können die überhaupt miteinander kommunizieren? Ich finde, das kann man immer von verschiedenen Seiten sehen. Ich persönlich bin auch der Meinung, wenn jemand gewillt ist, kann er die Sprache lernen. Zumindest so weit, um sich zu verständigen. Die polnische Sprache ist eine verdammt schwere Sprache. Ich spreche nicht fehlerfrei. Ich lese nicht fehlerfrei. Ich bin nicht in der Lage, 5 Sätze auf Polnisch fehlerfrei zu schreiben. Ich muss sagen, das Lesen und Schreiben habe ich hier erstmal in Polen kennengelernt. Ich konnte vorher weder Polnisch lesen noch Polnisch schreiben. Mein Polnisch war so gebrochen, dass mich die Polen hier teilweise selber nicht verstanden haben. Mittlerweile ist das schon so weit stabil, dass ich mich hier mit den Leuten ganz normal unterhalte. Es gibt hier aber auch andere Menschen, die ich hier kennengelernt habe, die überhaupt nicht die polnische Sprache oder die teilweise sehr gebrochen die polnische Sprache sprechen und hier schon seit sehr vielen Jahren leben. Warum? Die machen sich einfach weniger Gedanken. Die kommen hier auch zum Beispiel mit Englisch zurecht. Und das ist jetzt hier nur meine Meinung. Wenn du einfach ein vernünftiger Mensch bist, dann wird dir hier auch niemand übel nehmen, wenn du die Sprache vielleicht nicht perfekt sprichst. Wenn du einfach ein guter Mensch bist, dann wirst du dich hier auch mit Händen und Füßen verständigen können und keiner wird es dir wirklich übel nehmen. Und die Sprache lernst du mit der Zeit wirklich. Das ist Step by Step, Schritt für Schritt. Die polnische Sprache ist nicht leicht. Fang einfach an. Ich habe zum Beispiel Kinderbücher gelesen. Angefangen, Kinderbücher zu lesen, um besser in die polnische Sprache reinzukommen. Dann habe ich mir selber einen polnischen Netflix-Account gemacht und Serien auf Polnisch einfach geschaut, um einfach die polnische Sprache besser zu verstehen. Ich konnte am Anfang überhaupt das polnische Fernsehen nicht verstehen, wirklich nicht. Ich habe kein Wort verstanden, wenn Nachrichten liefen, wenn polnische Filme liefen, konnte ich wirklich nur teilweise Sachen verstehen. Ich habe mir die Filme angeguckt mit einem polnischen Untertitel. Dann bin ich immer besser in die Sprache reingekommen. Und mittlerweile habe ich wirklich schon ganz wenig Probleme, um mich hier zu verständigen. Wirklich ganz wenig Probleme. Und mittlerweile ist mein Polnisch auch schon so gut, dass ich mich so
sogar selbst traue, schon zu einem Amt zu gehen, um dort Sachen zu erledigen, was ich zum Beispiel am Anfang auch nicht gemacht habe. Ich habe am Anfang immer meine Frau mitgenommen, die mich da unterstützen musste, um mir irgendetwas zu übersetzen. Ne, weil Bürokratie ist ja auch noch immer etwas ganz anderes wie das alltägliche Leben. Hier nochmal, wenn es um die Sprache geht, mach dir keine Gedanken. Selbst wenn du die polnische Sprache nicht gut sprichst, wirst du in den meisten Fällen auch mit der englischen Sprache zurechtkommen oder auch teilweise mit der deutschen Sprache. Ich denke, der größte Knackpunkt bei der ganzen Sache ist, wie du dich gegenüber dem anderen verhältst. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!